Ich bin Lucy, die Königin des Tiergartens Nürnberg. Lucy, Felis catus, Familie Felidae aus der Ordnung Carnivora und Feliformia. Mein Reich, der Tiergarten Nürnberg, ist ein großer Landschaftszoo. Er liegt in einem Wald, dem Nürnberger Reichswald, so dass ich jeden Tag unter einem anderen Baum Mittagsschlaf halten könnte. Wie viele Bäume sind ein Wald? Was ist ein Wald? Es gibt verschiedene Arten und verschiedene Kategorien von Wäldern. Zum Beispiel Urwälder. Die meisten Menschen denken dabei an tropische Regenwälder. Aber ein Urwald ist jeder Wald ohne sichtbaren menschlichen Einfluss. Warst du schon mal in so einem Wald? Ein Wald ohne sichtbaren menschlichen Einfluss? Ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt, aber Urwälder gibt es keine mehr. Die meisten deutschen Wälder, nämlich über 95%, sind Wirtschaftswälder, die vor allem für Holzproduktion genutzt werden. Geschieht die Holzproduktion nach Plan und sorgt man durch Wiederaufforstung dafür, dass Wald nachwächst, dann spricht man von Forstwirtschaft. Wusstest du, dass der Nürnberger Reichswald als ältester und erster Kulturwald der Welt gilt? Der Ratsherr Peter Stromer entwickelte hier um 1368 eine Methode zur Aufforstung mit Nadelholzsaaten, denn Nadelhölzer haben den Vorteil, dass sie schnell wachsen und anspruchslos sind. Eigentlich würden in unseren Wäldern vor allem Buchen und Eichen wachsen, wie hier im Tiergarten. Aber durch die Forstwirtschaft ist der Anteil der Fichten und Kiefern sehr stark gestiegen und die meisten Nutzwälder sind Monokulturen und werden als Altersklassenwald betrieben, was bedeutet, dass die Bäume alle gleichzeitig gepflanzt und gleichzeitig gefällt werden. Sie sind also alle gleich alt. Stell dir vor, in deiner Stadt wären alle so alt wie du. In solchen Wäldern ist die Artenvielfalt niedrig, denn sie bieten viel, viel weniger Nahrung, Deckung und Brutmöglichkeiten als Mischwälder und Wälder mit unterschiedlich alten Bäumen und mit Totholz. Beispielsweise leben 955 Schmetterlingsarten in Bayern an Laubbäumen und nur 116 an Nadelbäumen. Und ungefähr 1/5 der Waldorganismen, nämlich 6000 Insekten, Pilz-, Wirbeltier- und Pflanzenarten, brauchen Totholz. Wälder mit alten Laubbäumen, einem geschlossenen Blätterdach und Totholz können außerdem Dürre und Hitze besser überstehen. Durch Verdunstung von Wasser entsteht ein eigenes Waldklima. Es ist dort feuchter, im Winter wärmer und im Sommer kühler. Wenn du das nächste Mal im Wald bist, achte doch mal darauf, wie hoch die Bäume sind und wie dicht sie stehen. Welche Baumarten siehst du? Wie alt sind die Bäume? Ein Baum ist Lebensraum ganz unterschiedlicher Arten. In seiner Krone nisten Vögel, leben Schmetterlinge, bauen Eichhörnchen ihre Kobeln. Von seinen Blättern ernähren sich Raupen und Läuse. Auf und unter der Rinde leben Käfer, Baumwanzen, Fliegen und Spinnen. Fledermäuse finden in Baumhöhlen Quartier und in seinem Wurzelbereich gibt es Pilze und Bakterien, Tausendfüßler, Schnecken und Regenwürmer. Wie ein großes Haus in einer Stadt, so ist der Baum Teil eines viel größeren Lebensraumes, dem Wald. Darüber muss ich noch ein bisschen weiter nachdenken.